Weiter geht's bei uns bei ePlay Live mit einem Spiel, was ihr schon gesehen habt, falls ihr letzte Woche mit dabei wart. Da haben wir nämlich Horace gespielt, nicht Morash, Horace. Und wir spielen das Ganze jetzt weiter, denn am Sonntag wollten wir eigentlich Horace weiterspielen. Jetzt ist aber auch noch eine Meldung gekommen, dass ein Free-to-Play-Titel nächste Woche zur Verfügung steht. Also müssen wir ein bisschen umdisponieren und wir müssen Horace jetzt ein bisschen weiterspielen, denn wir wollen das Spiel ja durchspielen, Horace. Und gab da viele Level, das weiß ich. Und wie viele Level, weiß ich auch schon nicht mehr. Aber wir haben uns gesagt, wir spielen Horace durch. Also werden wir das auch machen, spielen wir Horace durch und schauen uns an, wo wir denn zuletzt aufgehört haben. Wir spielen weiter im Kapitel 4, das Festland. Und da sind wir dann raus. Wir sind hier. The door was locked, but from behind it Mr. Siltons shouted, "Go back to the old man's house." Genau, gehe zurück zum alten Haus. Okay. Ich muss kurz überlegen, wie die Steuerung war. Da kann man noch ein bisschen Müll sammeln. Oh. So, ich glaube, ich muss hier lang. Oh, das war aber knapp. Das war aber wirklich knapp. Aber wo muss ich jetzt überhaupt hin? Mr. Silton schlug vor, dass ich zurück zum Haus des alten Mannes gehen soll. Mit seiner Sicherheitskarte meinte er, könnte er durch den Keller. Ah, okay, wir sollen jetzt... Ah, okay, ja. Wir gehen zurück dahin, wo wir vorher auch waren. Und da könnten wir dann durch den Keller. Ich bin gerade ins Weltall geflogen. Och komm, Leute. Kann doch nicht so schwer sein heute. Was ist denn heute los mit Horace? So. So. Denn hier soll ich wieder hin. I took the fisherman's boat to the old man's estate. Jetzt fahren wir nämlich wieder zurück zu seinem alten Haus. Müssen wir hier rauf, hier rauf. Genau, da können wir hier unten nämlich lang. Okay. Aktionstaste. Ist hier eine Aktionstaste? Nein, damit kann ich nichts machen.
muss durch die Tür. Okay. Hier schnattert es. Weiß gar nicht, ob das richtig ist, was ich hier mache, warum ich überhaupt gehe. Das ist auf jeden Fall bekannt vor, dass ich hier nämlich schon mal war. In der letzten Folge von Horace. Genau. Genau, hier war ich ja. So, mit seiner Sicherheitskarte meinte er, könnte er durch den Keller hinein. Genau, ich ging durch den Keller hinein. Da oben ist auf jeden Fall irgendwas. Moment. Hier waren wir ja auch schon mal drin, ne? Ja, hier war ich ja auch schon. Oder das war bevor er tot war. Ah, hier. Das ist neu. Glaube ich. As I walked through the old church ruins, I was surprised to hear Mr. Silton calling me. He said he had forgotten to give me something, and the church's community hall would be the perfect place to try it out. As soon as we walked into the hall, Mr. Silton said he had a present for me. It was a pair of Atlas gloves. They made me think of the old blind man with the cat, and his stolen Atlas gloves. I wonder if Mr. Silton knew how lucky he was to still have them with a glove thief around. Mr. Silton asked me to try the gloves on, and start chucking things around. But not him. He was very clear about that. Mr. Silton suggested we clean the hall. Of course I knew when he said we, he meant me. But I was happy to try out my new gloves. He said I should clear everything off of the basketball court and put the things on the floor either side. I fiddled with the settings for a bit, but when Mr. Silton saw I was having trouble, he produced a small manual. He explained that pressing down and X would pick the thing up. X would then throw the thing, and if I wanted to place it on the floor, I should again press down and X. Okay. He looked more and more confused as he read all this, but eventually he finished by saying, "Well, I hope that made more sense to you than it did to me." Also, wir sollen... Oh. Na komm. Entschuldigung, aber...
Soll ich ja aufräumen? So. Let's see what else these gloves can do, said Mr. Silton as he flicked through the manual. He actually looked quite excited when he explained that holding X while walking into or under a falling thing would allow me to catch it. I must admit, I was then really happy when he suggested we make it a game and I try to catch 10 basketballs. Okay. Mensch. Guck mal, ich werfe sogar Körbe. Och. Kann's doch nicht sein. Next, Mr. Silton suggested we make it a real game and see how quickly I could score 10 baskets. I enjoyed this so much. It felt just like the good old days. Except Mr. Silton wasn't as forgiving as the old man. So. Oh. Scheiße. Entschuldigung. Oh, gerade hat es geklappt. Och, komm. Jetzt klappt das nicht mehr. Jetzt klappt das nicht mehr. Oh. Oh. Mensch. So, der letzte. Oh. When I'd scored 10 baskets, Mr. Silton gave me what he called a high five. He said I now knew everything about the gloves and I should be able to continue through the basement of the church into the house. When I asked him if he was coming with me, he just laughed and said they would catch up with me in the main hall. Okay. Also in the main hole. Was? In der Main Hall? Die ist doch da. Oder? Was soll ich jetzt? Ja, okay. Ich will hier nicht weiter spielen, ist das klar? Oh.
I was stood in a gigantic cavern. When I looked down, I was horrified to see hundreds of corpses of those things. As horrible as it sounds, my stepdad Chip said they were things to clean. So clean them I would. Aua. Leider kann ich noch nicht durch Wasser laufen. Was das Ganze natürlich so ein bisschen schwieriger macht. That must be the door Mr. Silton talked about. The door was exactly as Mr. Silton had described it. I just hoped that the card he had given me was the security key and not just some backstage pass. Well, it opened the door, but soon an alarm went off. Something caught my eye. It was a small yellow sphere. The book next to it explained that it was a shield that would automatically take a hit for me when activated. The Y button took the shield in and out of storage, meaning I could save it for when the going got tough. It seemed that I started with 2 slots to carry shields, but I could upgrade to be able to carry more. If both I and the shield died in the same room, the Lazarus chip would bring us both back. It's almost as if the shield needed its sacrifice to mean something. It felt like a true friend, proving that even the simplest of faces can bring out an emotional reaction. Oh, okay. Verstehe. Hoffe ich. Okay, das sind Speicherkarten, also Speicherpunkte, die uns dabei helfen, dass wir nicht so schnell sterben. Ah. Scheiße. Dann machen wir es nochmal. So. Ich bin langsam jetzt. Richtig langsam. Können wir auch da lang gehen?
Tür. Shit. Oh, fast falsch. Something literally caught my eye. I remembered the old man had installed some software that helped show me things that were interactive, and how to interact with them. This must be what he was talking about. The electron gun blew the power. I needed to turn it back on, before I could fire again. Oh, doch. Oh. This seemed quite valuable. The video recorder's blinking light caught my eye. It must have been years since I had seen a film or TV show. Maybe I could take a little break from my quest and watch the film on the tape. As the video started, I was surprised to see the old man. "Hello, hello," he bellowed in his familiar tone. "This is test number, 107C. He continued as he read from a clipboard. "This unit still has 3 major issues. 1. The shell is so incredibly thick that the whole machine is still far too large and heavy. 2. The missile system is too unpredictable and aggressive. And 3. The trade-off between power and intelligence is far too great. I think the military capabilities would be far too dangerous in the wrong hands. I think we would be best to push forward with the Innocence Project." I didn't really understand a word of what he said, and I was slightly disappointed that he had recorded over the film, but it was nice to see the old man's face again. Okay. I wasn't sure what was going on, but suddenly, inanimate objects started to come to life. What? Shit. Oh, fick. Entschuldigung. Kaputt.
Ach komm, wir können doch auch oben lang. Wir haben noch diese guten Schuhe. Ach, fick. So. So. Zack. Hier ranhängen. Rüberschwingen. So. Jetzt gehe ich hier oben hin. Oh! Oh, das sind ja Trampoline. Art davon. Auch das letzte Leben verloren. Oh. I should try picking that up. Ja, Moment. Hier ist so ein Hammer, der mich irgendwie... herhammern möchte. So, fix durch diese Tür. Haben wir jetzt einen neuen Save Point erreicht. So, ich würde sagen, wir gehen von hier einmal hier rum. Oh. Ah! Okay. Fast. Also Trampolin springen auf dieser Waschmaschine. Wenn man es richtig machen kann. Extra Leben nehmen wir gerne mit.
So. Links oder rechts? Ich weiß es nicht. Geh mal links. Da, 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 da. Oh. Treppe kaputt. Oh, shit. Oh, was ist denn jetzt passiert? Sind wir kurz rausgetappt. Interessant. Drück mal kurz hier Pause. Ist ein fieses Geräusch, ne? Glaube ich. Deswegen machen wir jetzt weiter. So. Nein! Ach, shit. Es war so gut. Es war so gut. Ey, jetzt ist aber hier, ne? Einmal aus der Fassung wieder des Spiels, ne? Schon klappt das nicht mehr. Oh, so. Also wir haben schon richtig viel Müll gesammelt. Das hat auch nichts zu sagen, dass wir Müll sammeln. Ey, diese Messer, ne? Diese Messer.
batteries come in all shapes and sizes. Ach so, Mist. Okay. Damit können wir jetzt nämlich höher springen. Weil das natürlich ein Gewicht ist. Ach, Mist. Denn mit diesem Gewicht können wir natürlich dann jetzt hier hochlaufen. Ist natürlich schwerer. Können wir hier weiter springen. Oh. 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 So. Elevator 1, also Fahrstuhl Nummer 1 ist kaputt. Scheiße. Nochmal hier durch. Was war das denn? Ah. Du willst jetzt natürlich schnell sein, weil wir jetzt hier schon so viel Zeit vergeudet haben. Und dann drehst du dich falsch. Und das ist dann auch so eine Sache, ne? So. So. Seeing another VCR made me wonder if there were any more recordings of the old man. I rummaged behind the TV and was not surprised to find 2 more dusty old tapes. One just had hours of some strange sport. But the other had a recording of the old man. Hello, hello, came his voice again. Right, this is urgent. Cancel the nanobot program immediately. All production to be stopped. Contain the remaining units in these corrosion-proof canisters. Although I'm sure it's obvious, the old man continued. We have discovered that they are essentially unstoppable and can form a controlling intelligence around any object. Need I say more? Well, at least that explained why everything moved with minds of their own. I'd never been in this part of the house before, but I figured I would get back to more familiar surroundings once I made it through these laboratories. Ja, also diese Dinger sind sehr gefährlich. Dann geht's weiter. Schnapp, schnapp, schnapp.
Wo muss ich überhaupt hin? Okay, vielleicht auf die andere Seite. Nee, so nicht. So nicht. So erst recht. So, hier rum, hier hoch. Diese Seite. Hier hin, rechts rum, hier rauf. Einmal auf die andere Seite. Und jetzt springen hier hin. Mhm. Nam, 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 nam. Was müssen wir eigentlich machen? Ach so, hier. Och nee. Oh, das kann's doch nicht sein. Dass du so schnell hier wieder verlierst, Snake. Wieder die 3? Nee, der jetzt. Ah! Was? Nein! Ah! Positiv. Muss man sagen, also... Wir müssen hier von vorne anfangen. Ja, okay. Von da kommen wir.
ist nochmal ein Ball. Gehen wir durch die Tür. Oh. Oh. Ist aber schnell. Komm, ist ja auch egal, das schaffe ich auch so. Hoffe ich. I needed to get back on the moving lift. Oh ja. Auf jeden Fall. Aber wir haben es ja auch so geschafft, ne? Okay, da oben kommen wir nicht weiter. Nein! Shit! Shit! Ich muss doch darauf! Hä? Nee. Moment. 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 Hä? Hä? Von da komme ich. Ach, muss ich da doch drinnen was machen in dem Raum? Das ist meine Aufgabe. Weg nach Hause. Ja. Das ist eine gute Aufgabe. Nochmal zurück. Oh! Laser. Genau, das Rote darf ich nicht berühren. Okay.
Please wait. Shit. Dann bleibt doch da. Nein! Shit, falsche Richtung geworfen. Nein, ist recht falsch. So. Jetzt haben wir da Ruhe für den. Können wir uns allein auf diese Bühne verlassen. Ohne ein extra Leben. Ist natürlich ein bisschen blöd. So. Ach so. The door was nailed shut, and my fingers were too large to get a decent grip on the planks. I needed something like a crowbar. The door was nailed shut, and my fingers were too large to get a decent grip on the planks. I needed something like a crowbar. Ach shit. Nein! Ach. Okay, wir müssen doch hier lang. Also auf jeden Fall, was ich gerade nicht gedacht hatte, aber wir müssen doch hier lang. Zugenagelt. My shoes struggled to grip the slippery wall. I'd need to keep jumping to climb it. Okay. Och Gott. Nein. Ich war so weit. Oh nein.
Ach, die andere Seite des Hauses. Knock, knock, chuckled Mr. Silton. It's all right, we'll claim it on the insurance as accidental damage. Get me a new TV as well. Hättest du das nicht I vorher machen explained to können? them that I had found some of the old man's home videos, and the contents had shocked me. The dirty old bugger, interrupted Mr. Silton. But I didn't know what he meant, so I continued explaining about the nanobots, and Mr. Silton said we needed to get our sharpest minds on the case. Not you dipshit, he barked at Mr. Preston. We need to rescue Heather and her mum. I wasn't sure what Mr. Silton meant by rescue, but I thought I would leave them to clear up. The weather felt cold and ominous as we made our way back outside. Before we meet the others, I need you to help me get my stolen van back, explained Mr. Silton. It's going to be dangerous, and we need someone dependable. The equipment was heavy, but I was happy to help pack the large boxes until Preston returned with what Mr. Silton called the mean machine. Kapitel 5. Der Transporter. Ach, wie schön. Mr. Preston seemed even more anxious than usual. At first I thought he just needed to use a toilet, but Mr. Silton explained that their old gang members lived around here. Somehow the money went missing when we robbed that post office, he continued. For some reason they thought we'd taken it, but, as he put it, why would we live in such a dump if we had a load of money? Although this clarified things for me, it certainly didn't calm Mr. Preston, who suggested we gotta move on. Don't worry, we'll be a matter of minutes. We just need to send Mr. Chips up there to have a look, said Mr. Silton as he pointed to a window high up the building. Go on, he said with a smile. Off you go then. Ja, okay. Also, es bleibt auf uns hängen, dass wir darauf gehen. Warum immer wir? Verstehe ich nicht. Nur weil wir hier so tolle Schuhe haben, ne? Ja, ja. Ups, guck, da geht's schon los. Ach, Mist. Ich wollte einen langen Sprung machen, aber... Ja, es kann auch noch ein bisschen länger dauern. Es kann noch ein bisschen länger dauern. Ach, Leute. So, weiter geht's. Halt, hier ist noch Müll. The man didn't look like a thief, but maybe his striped jumper was in the wash. Mr. Silton was certain he'd stolen the van though, so I watched for a moment. But then I heard Mr. Silton climbing up. I was going to speak, but Mr. Silton held a finger up to his lips. He looked incredibly serious for a moment. One swift movement, and we were inside. Mr. Silton whispered that I was to go one way while he went another. Why are you whispering? I asked him. Where are we going? Find the keys to my van, Robocop, said Mr. Silton through gritted teeth. I didn't want to leave without Mr. Silton.
Also jetzt müssen wir einen Schlüssel finden. Ah ja, okay. Das hört sich nicht gut an, ne? The piles of junk were all wired into the mains. I suppose it was a good deterrent against thieves. Oh. War knapp. Wie sieht denn das da aus? Ja, sieht gut aus, okay. Können wir hier einmal runterspringen? Aua! Da war der Kopf ab. Kopf ab ist nicht gut, ne? Hat man immer mal so gesagt. Alice would have felt at home here, with all the huge piles of junk everywhere. Macht schon Spaß, Horace, ne? Also falls ihr noch nicht Horace gespielt habt, macht das gerne. Das ist ein schönes Spiel. Ein kleines Zwischendurchspiel. Wenn man Spaß und Freude hat. An solchen Games macht es auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ach so. Oh Gott. Ihr seht's, was wir machen müssen, ne? Ein exzellenter Flug. Oh. Ein Key. Oh. Oh. Shit. I didn't know which key I should take, so I took all of them. Würde ich auch machen, ne? I wasn't sure which of the many keys was Mr. Siltons, so I thought I should take them all.
Oh. Nein. I finally managed to collect all of the keys. Jetzt müssen wir zurück. Das wird noch lustiger. Jetzt den ganzen Weg zurück. As soon as I heard the gunshot, I knew I needed to go back and find Mr. Silton. Ja. Falsche Seite. Bis dahin. Shit. Also jetzt ist das noch schwieriger. Einfach aus dem Grunde, weil du jetzt hier gegen das Laufband läufst. Die Steuerung nicht immer klappt. So weit. Shit. Mensch. Dankeschön. Besitzt du das Leben? Jetzt. Oh Gott. Ja doch, hier lang. Oh. Shit. Das hatte ich jetzt gerade nicht gesehen. Entschuldigung.
Ducken. Und Ducken könnte helfen. Oh, ich wollte mich doch ducken. Nein! So weit! Oh nee! Ach Mensch! Hierhin ducken. Warten, weiter. Hoch, rum, hoch. Hier langlaufen. Hier. The old man was pointing an even older gun right at Mr. Silton's face. But the man looked terrified when he saw me. I can still picture his hand shaking as he reloaded his ancient firearm. "This wasn't the plan," shouted Mr. Silton. "It's him or me. Let him have it." I didn't know what I was going to do when I caught the old man. But I knew I had to stop him. If someone dared hurt my friends, Nein! they would have to pay. I kept turning the events over in my mind. Could I have handled things differently? Could I save Mr. Silton without hurting that man? Mr. Preston could see I was upset, and said music was a good alternative to facing up to problems. "Come with me," he insisted. "I'm going to teach you how to play drums." "First," he said, "just play the bass drum along with me. We'll see how good your timing is." Also das, nö. Das macht jetzt Spaß. Ein paar Mal mit Gefühl.
Okay, ja. Das wird lustig. Gut, jetzt spielen wir Noten. Okay. Gucken wir mal. Schlagzeugspiel, ne? Nö. Okay. Naja, gut. Also. Ein D+. Naja, gut. Naja, gut. Ist nicht so meins. Nein. Ist nicht so meins. Mr. Silton was patched up, but still pretty angry. He referred to the man as a word that wasn't in my dictionary file. It should have been between cunning and cup. I reminded Mr. Silton about going to find the others now we had the ban. But he said there was something even more important we had to do first. Mr. Silton explained that it was a good idea that Mr. Logan be released from prison early, and that this wouldn't involve a parole board but might involve dynamite. Straight away I was apprehensive. I thought only bad people went to prison. I knew Mr. Logan was the guitarist in Mr. Silton's band, but why would we help a bad person? In the end, I think it's only Mrs. Silton's smile that convinced me to help. Mrs. Silton promised to have a present for us when we got back. She said she'd been saving her money from her decorating job. I didn't know what I would need money for, but then realized, if nothing else, new games consoles must be out. Be careful, said Mrs. Silton with a big smile. Don't rob any post offices, and don't get shot. In the dead of night, it was surprisingly easy to get close to the prison building. Mr. Silton said it was like the Death Star and had a weakness we could exploit. Although I seem to remember the robot getting shot when they did that in the film. But there was no time to worry as Mr. Silton pressed a walkie-talkie into my hand and said, "Good luck." Kapitel 6, trügerischer Fremder. Und bevor wir damit weitermachen, weil wir befinden uns hier, wir haben hier noch ein Zusatzleben, wollen wir einfach mal sagen, dass wir sagen, wir machen Horace nächstes Mal weiter. Wir wollen auf jeden Fall am Sonntag Horace weiterspielen. Wir haben aber auch noch ein anderes Spiel geplant, das heißt, wir werden Horace in der zweiten Hälfte spielen, denn wir spielen vorerst ein anderes Spiel und dann wechseln wir zu Horace, dass wir noch ein bisschen Zeit für Horace haben, denn Horace werden wir auf jeden Fall noch ein bisschen länger brauchen. Ich habe gerade nachgeguckt, es gibt 22 Kapitel, wir sind jetzt erst bei Kapitel 6, also es dauert noch ein bisschen länger. Wir sehen uns dann auf jeden Fall am Sonntag wieder, dann spielen wir Horace und ein sehr besonderes Spiel, was im Free Weekend ist, was das für eins ist. Ihr wisst es vielleicht schon, aber ich verrate noch nicht so viel, wir teasern es auch nicht, deswegen freut euch auf Sonntag.
cooles Spiel. Entschuldigung, cooles Spiel auf jeden Fall für euch. Ich bin jetzt raus, sag tschüss, bis zum nächsten Mal bei Play Live an eurem Sonntag. Ich bin raus, tschüss und auf Wiedersehen. Ciao.